Ja, diese Szene ist natürlich gestellt. Das hat verschiedene Gründe. Aber so funktioniert es jetzt morgens jedenfalls, wenn es etwas kühler ist. Und wenn ich nicht gleich in eine Pötte komme. Normalerweise stehe ich gleich auf und ziehe mir die Klamotten an. Aber es gibt eben auch Tage, da möchte ich erst einen Kaffee trinken. Und das funktioniert dann genau so. Und dann wird erst einmal für Wärme gesorgt hier im Wagen und für so ein bisschen Gemütlichkeit. Heute Nacht trug die Außentemperatur 9 Grad. Hier drin, wie mir mein Minimalthermometer zeigt, 10,4. Ups. Eine gute Kaffeeweißer hat sich als vorteilhaft erwiesen hier oben, weil ich in Norwegen keine Haarmilch gefunden habe. Und die normale Milch ohne Kühlbox doch relativ schnell schlecht wird. Ja, den könnte man jetzt noch ein bisschen länger laufen lassen. Ich kürze das mal an dieser Stelle ab. Vor allen Dingen, weil es heute Morgen nicht wirklich kühl ist. So. Manchmal, ich habe das auf meiner Harztour so gemacht, kann man auch sehen in dem Video, wenn es besonders kalt ist, lasse ich den Aufsatz auf dem Herd stehen und stelle den Topf einfach oben drauf. Das reicht zwar nicht zum Wasser kochen, aber um einen Kaffee heiß zu bekommen oder einen Tee, ist das auch eine ganz gute Lösung. Dann kann der Heizaufsatz in der Zwischenzeit den Wagen noch weiter erhitzen. Was meist gar nicht nötig ist, wir haben nämlich jetzt schon 15 Grad hier drin. Allerdings nicht ausgehend von den 10 Grad Minimaltemperatur. Das war irgendwann in der Nacht, als ich wach geworden bin, hat es sicherlich schon mehr gehabt. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Aber die Temperaturen sind hier oben im Grunde auch überhaupt kein Problem. Ja, ich würde jetzt, wenn das Handy nicht an der Wand hängen würde, um diese Aufnahmen zu machen, erstmal die Lage peilen. Ich suche mir natürlich Standplätze aus. Sieht man mich überhaupt, wo ich idealerweise LTE zur Verfügung habe. Das ist an diesem Platz auch so. Zwischendrin ist das Signal mal weg gewesen heute Nacht. Das waren aber meist nur relativ kurze Phasen. Oder es geht mal so in Grenzbereiche, dass es Ewigkeiten dauert, bis Daten transferiert werden. Aber das legt sich dann auch in der Regel im Minutenbereich wieder. Ja, dann gucke ich erstmal nach dem Wetter und nach verschiedenen anderen Sachen. Ja, und dann fängt der Tag eigentlich ganz gemütlich an. Sollte es im Herbst noch kühler werden, kann ich natürlich den Schlafsack komplett um mich rumziehen hier. So, dann sitzt man hier eigentlich wunderschön, bis der Kreislauf in die Gänge gekommen ist und bis der Innenraum im Auto sich erhitzt hat, und dann ist alles weitere eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Ja, das nächste,
ist normalerweise nicht das Frühstück, außer an Tagen, wo ich ganz faul bin, sondern die Körperpflege. Dazu muss ich als erstes hier Platz schaffen, das heißt, das Bett muss weg, damit ich mich hier bewegen kann. Sehen hier, ja, ich habe hier so ein kleines aufblasbares Kissen. Da könnte man natürlich auch ein ganz normales Kissen mitnehmen, das nimmt ja auch keinen großartigen Platz weg. Werde ich möglicherweise demnächst auch machen, weil man sich auf ein Aufblaskissen nämlich schlecht draufsetzen kann. Und da ich ja keine Polster auf den Bänken habe, wird es am Hintern manchmal doch ein bisschen hart. Und da könnte man solches Kissen natürlich super als Sitzkissen auch verwenden. Ach, mittlerweile haben wir hier schon 20,0. 20 Grad im Wagen. Also eine Standheizung ist in solch einem kleinen Innenraum normalerweise überhaupt nicht erforderlich. Jedenfalls nicht bis um den Gefrierpunkt rum, beziehungsweise knapp drunter. Ich hatte übrigens neulich das Pech, mir ein Loch hier in die Isomatte rein zu machen. Ich weiß gar nicht, wie mir das gelungen ist. Ich habe aber Silikon-Nahtdichter dabei für mein Zelt. Und die Flicken, die sind noch original von der Isomatte. Warum man es da nicht geschafft hat, einen grünen Flicken reinzutun, ist mir übrigens auch dann nicht wirklich verständlich. Aber das hat auch ganz gut funktioniert. Die ist also auch 100% dicht wieder geworden. Ja, wenn der Innenraum dann so ein bisschen warm ist, dann macht das Aufstehen richtig Spaß. Und dann fehlt der warme Schlaf halt auch nicht mehr. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, weil man ja ziemlich viele heiße Teile hier in der Umgebung stehen hat, dass man sich den ganzen Wagen nicht gerade in Flammen setzt. Das ist nämlich einigen durchaus schon gelungen. Man kann im Netz auch sehr schöne Fotos sehen. Und zwar nicht da, wo man normalerweise sucht, wenn man nach Urlaubsvideos guckt, sondern auf Seiten von Autoverwertern. Wo dann manchmal ganz klar ersichtlich ist bei Minicampern, dass der Brand hinten links eingesetzt hat. So, und dann kann man den Wagen wieder zurückbauen in die klassische Wohnkonfiguration. Und dann hat man wieder Platz ohne Ende. Das nächste, was kommt, ist die Waschszene. Ich habe lange überlegt, wie ich das mache, ob ich mich jetzt zum Affen machen soll, wie manche Spanier das machen und mich hier volles Programm vor der Kamera ausziehen. Das werde ich nicht tun. Ich werde stattdessen zeigen, in Textil, wie ich es normalerweise ohne Textilien mache. Ich habe hier meine Waschschüssel. Ich heize mir Wasser auf. Und zwar gar nicht mal so viel. Ich weiß nicht, wie viel in diesen Stieltopf reingeht, aber so über den Daumen ist das so eine Menge, die reicht. Ja. Irgendwas zwischen einem halben und einem Liter, würde ich mal sagen.
dann habe ich Seife. Das ist die arme Leute-Verpackung, die man auch im Rucksack mitnehmen kann, weil sie nämlich nichts wiegt. Und nachdem das Wasser dann heiß ist, worauf ich jetzt warte. Ach, in der Zwischenzeit könnte ich noch zeigen, ich habe hier natürlich dieser Trichter, den führe ich mit, seit ich diesen Wagen ausgebaut habe. Ich habe den bis jetzt noch nicht einmal benötigt. Aber diese Dose mit dem klassisch wasserdichten Schraubverschluss, die kann man für alles Mögliche benutzen. Genau, dafür nämlich auch. Wenn ich zum Beispiel zwischen anderen Campern stehe, die alle eine Toilette haben und ich bin der Einzige, der es nicht hat und ich müsste mich quasi neben den Wagen stellen, um da mein kleines Geschäft zu verrichten, das brauche ich definitiv nicht. Dafür ist diese Dose, da kann man wunderbar im Sitzen, kann man das machen und hinterher kippt man das Ganze einfach raus, wenn es keiner sieht. Denn Natur ist es so oder so. Nur es erspart einem, sich da hinstellen zu müssen und ja. So, dann löse ich die Seife einfach in dem Wasser auf. Das ist noch ein bisschen gut heiß. Dann kühlen wir es eben wieder ein bisschen ab. Sehr schön. Handtuch haben wir hier, ein schönes großes, womit man sich auch am Strand oder auf die Wiese legen kann. Für Rucksacktouren habe ich dann noch ein kleines Kunststoffhandtuch. So. Ich mache das Wasser gerne so heiß, dass man zu Anfang kaum seine Hände reinstecken kann. Dann ist es nämlich am Ende der Waschprozedur immer noch so warm. Dass man, ja, dass es eben warm ist. So, und dann fange ich an mit dem Waschlappen von, darum habe ich auch so kurze Haare, also nicht darum, aber es geht, wenn man so kurze Haare hat, von Kopf bis Fuß mich zu waschen und es geht sogar hinterher im Stehen, man kann sich wunderbar alle Körperteile der Reihe nach waschen. Und man muss keine Stehhöhe für sowas haben und eine Dusche braucht man schon gar nicht. Und die Füße, wenn man dann unten angekommen ist, stellt man einfach in die Wanne rein. Fertig. Und unkomplizierter geht es wirklich nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Leute, bis die Dusche erfunden worden ist, das eigentlich jahrhundertelang so gemacht. Und haben trotzdem überlebt. So, Schnitt. Ich werde jetzt Körperpflege betreiben. So, das war's. Die Details muss jeder in seiner Fantasie klären. Ich mache das beim Aufspülen von Geschirr, genau wie bei dieser Wanne, dass ich für den groben Schmutz statt Spültuch oder Bürste oft einfach ein Zellstofftuch verwende, was dann entsorgt wird und hinterher die Feinreinigung und das Trocknen mit dem Handtuch in diesem Fall oder mit dem Küchentuch erledige. So, zack. Mein Draußenkocher, meine Multifunktionsentsorgungsdose mit dem bislang noch nie verwendeten Trichter.
Reserveschnürsenkel, was man alles dabei hat. Unglaublich. So, das Handtuch wird später auf die gegenüberliegende Wäscheleine gehängt beim Fahren. Das kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich die Küche ja noch benötige. Das denn hier? Dreck, unglaublich. So. Dann werden noch Zähne geputzt und ein paar Feinheiten am Körper erledigt. Und dann wird gefrühstückt. Wo ich die Schublade schon mal aufhabe, rasiert wird sich, wenn sich rasiert wird, mit einem kleinen Rasierspiegel hier und einem klassischen Rasierhobel. Und für meinen neulichen Haarschnitt habe ich meinen von zu Hause Haarschneider mitgenommen. Das funktioniert, wenn man auf dem Campingplatz oder wie ich letztens an der Tankstelle das macht und sich diesen Spiegel mitnimmt, damit man sich mit dem Wandspiegel in Kombination mit diesem von allen Seiten sehen kann, ganz hervorragend. Dann habe ich hier eine Wärmflasche für die ganz harten kalten Nächte, die bis jetzt aber auch noch nicht, ich schätze Ende September wird das sicherlich vielleicht erforderlich werden. Und wie gesagt, meine kleinen Wanderhandtuch-Waschlappen-Kombination. Mehr muss man eigentlich auch nicht haben dann. So, dann müssen wir noch die Schlafsachen entsorgen. Die habe ich immer, ich weiß nicht warum, ich habe sie damals zu Anfang da positioniert und habe bislang auch keinen anderen Platz dafür gefunden, hier direkt hinter der Scheibe liegen. Damit alle, die in den Wagen reingucken, auch gleich sehen, dass hier ein Prolet unterwegs ist. So, meine Schlafsocken genauso. Dann geht es an Zähneputzen. Diese gute rote Zahncreme kennt wahrscheinlich auch jeder. Ich mache da jetzt auch keine Werbung für. Die nimmt auch wesentlich weniger Platz weg als alle anderen Zahncremes. Die verwende ich schon. Nee, ich mache eben keine Werbung dafür. Nicht, dass man mich hier noch strikt daraus dreht, bloß weil ich von Dingen erwähne, dass ich so gut finde. Das habe ich mir schon bei dem Thema Docker abgewöhnt, wobei das Stichwort Docker für unheimlich viele Plays auf YouTube gesorgt hat. Und seit ich das nicht mehr verwende, ist der Kanal von der Popularität auch deutlich zurückgegangen, weil die Leute nicht Camper-Videos suchen, sondern Docker-Videos. Sehr interessant. Ja, und reden und Zähneputzen vorbereiten geht scheinbar auch nicht. Also werde ich mich jetzt lieber auf das konzentrieren, was ich mache und nicht auf die Tatsache, dass da eine Kamera hängt, die das Ganze filmt. Wobei das immer wichtig ist, nicht nur öffentlich zu sein, sondern sich der Tatsache auch weiterhin bewusst zu sein, dass man öffentlich ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einige es komplett ausblenden und so der kompletten Peinlichkeit wollte ich mich eigentlich nicht ausliefern. Der Weltraum. Oh, man sieht ja gar nichts. Voll überbelichtet. Mensch, das ist ja unglaublich. Ob ich denn wohl die Belichtung mal schnell auf draußen? Ja. Ist das eine schöne Gegend? Ich würde sagen, ja. So. Fertig. Dann kann's. Oh, ich bin ja völlig unterbelichtet. Geht doch gar nicht. Dann kann es jetzt Frühstück geben. So, das Ende der Körperpflege ist normalerweise auch der Moment, an dem ich die Gardinen abnehme. Wobei ich hier auf diesen beiden Fenstern gar keine hatte heute Nacht. Normalerweise reicht es aus,
bei der geringen Bevölkerung hier und bei der Zurückhaltung der Leute auch, wenn die irgendwo ein Auto stehen sehen, dass sie eben nicht 10-mal im Kreis des Nachts rundum fahren, was meist auch gar nicht geht hier im Wald. Und auch nicht in die Fenster reingucken. Man hat ja einfach Respekt hier im Norden, weil ja jeder irgendwo an der Straße steht und das im Grunde zwar verboten ist, aber toleriert wird. Was wollte ich sagen, wo ich diesen Satz so schön angefangen habe? Ja, genau. Normalerweise reicht es eben zur Straße oder zur Sichtseite hin, den Wagen abzudunkeln. Und wenn man sich hier drin wäscht, klar, man will die Leute ja auch nicht mit seinem Wrack irgendwie, egal, was rede ich hier überhaupt? So, ich nehme jetzt erstmal weiter die Gardinen ab, damit man das Gefühl hat, der Tag hat angefangen. So, zack, haben wir alle, ja, sieht so aus. In die Seitenwand. Dann haben wir hier vorne noch die Trennwand, die lasse ich jetzt einfach da hängen. Und die Windabweiser draußen, die können da auch ruhig noch hängen. So, und jetzt geht's mit dem üblichen Frühstücksgeschäft los.